Lieber Rosenthal, wir sitzen hier im Juli 2020. Die Vorlesungszeit ist gerade zu Ende gegangen und dieses Sommersemester war für alle an der Universität Jena eine Premiere. Wir haben digital gelernt, digital gelehrt, geforscht und gearbeitet. Können Sie ein erstes Resümee ziehen? Ja, es war ein bewegtes Semester, unerwartet, eine ganz neue Erfahrung. Und ich möchte eigentlich damit beginnen, dass ich denen, die sich in dieser besonderen Krisensituation engagiert haben, danken möchte. Es betrifft die Lehrenden, betrifft die Studierenden, betrifft die Mitarbeiter in der Verwaltung, die sich alle binnen kurzer Frist umgestellt haben auf die neue Situation, sodass wir nach einer schwierigen initialen Phase dann doch in relativ ruhiges Fahrwasser geraten sind und viele Online-Services, eine flächendeckende Online-Lehre zur Verfügung stand. Das war wirklich ein Kraftakt, wie gesagt, für alle Seiten. Und dafür möchte ich mich nochmal herzlich bei allen bedanken. Hat dieses digitale Semester die Universität verändert? Als Vorsitzende der Landespräsidentenkonferenz in Thüringen kennen Sie auch die Thüringer Hochschulen ganz gut, auch die deutsche Hochschullandschaft. Hat das etwas gemacht mit den Universitäten? Ich denke schon, dass die deutschen Hochschulen sich verändert haben. Wir haben, glaube ich, unsere Möglichkeiten erweitert. Wir haben gelernt, dass man Dinge auch anders regeln kann. Wir haben, glaube ich, gelernt, dass auch Online-Lehre eine gute Lehre sein kann und wir können ihr einen anderen Raum in Zukunft geben. Wir haben gelernt, dass man nicht jeden Konferenztermin in Person bedienen muss, sondern dass es auch Videokonferenzformate gibt, die gut sind und die auch ausreichend sind. Das gilt nicht für alle Zusammenkünfte, aber für eine ganze Menge doch. Wir können uns also durchaus Reisen sparen und das sind die sehr positiven Elemente, die ich da sehe. Auf der anderen Seite wollen wir zurück zur Präsenz. Präsenz ist für eine Universität unverzichtbar, Präsenz ist für die Wissenschaft unverzichtbar und deswegen sollten wir unsere Räume, so weit wie es die Pandemie zulässt, auch wirklich wieder für Präsenz öffnen. Ja, die Raumplanungen werden ja vor allem durch die Abstandsregelungen eben auch eingeschränkt werden für das Wintersemester. Was kann man denn noch sagen für das Wintersemester? Ja, es gibt so ein paar Ziele, die wir uns gesetzt haben und auch im Senat besprochen haben. Ein wichtiges Ziel ist, dass wir gerne die Erstsemester hier in Präsenz auch haben würden. Dafür müssen dann unter Umständen auch neue Formate gefunden werden. Denn was wir definitiv nicht wollen, sind Großveranstaltungen. Es wird also keine großen Vorlesungen mit 300, 400 Personen geben. Wir haben überhaupt nicht die Raumkapazität dazu. Die größten Hörsäle fassen vielleicht 80 oder 90 oder 100 Leute. Mehr geht nicht. Und wir wollen auch diese großen Hörsäle für andere Aktivitäten dann nutzen und nicht für die großen Vorlesungen, zumal die vielleicht ja auch relativ einfach digital über die Bühne gehen können. Noch ein Wort zu den internationalen Studierenden. Wir wollen die internationalen Studierenden nicht verlieren und deswegen müssen wir ihnen ein komplettes Online-Semester anbieten. Und ich kann hinzufügen, dass wir die ganzen Formalitäten gut geregelt haben. Man muss nicht nach Jena kommen, man muss sich nicht hier einschreiben, das kann man alles aus der Distanz machen. Wenn internationale Studierende kommen wollen, dann sind sie willkommen, aber sie können eben auch aus der Ferne ihre Veranstaltungen komplett wahrnehmen. Die Studierenden, aber auch die Professorinnen und Professoren fordern regelrecht von den Hochschulleitungen mehr Präsenz für das kommende Semester. Gab es einige Zeitungsartikel auch in überregionalen Zeitungen dazu. Wie sehen Sie das? Haben die Hochschulleitungen da überhaupt einen Spielraum? Liegt es an den Hochschulleitungen? Ich glaube, der Spielraum, den die Hochschulleitungen haben, ist begrenzt. Zunächst würde ich aber sagen, ich habe Verständnis für diese Forderung. Es ist ganz interessant zu beobachten. Vor 2 Jahren war die Präsenzpflicht ein großes Thema. Da haben wir uns als Hochschulleitung auch sehr klar positioniert, dass eine Präsenzpflicht sehr gut begründet sein muss und nur für einzelne Veranstaltungen gelten kann. Jetzt haben wir so eine Debatte über die Präsenz, ein Recht auf Präsenz. Also das hat sich völlig gedreht, das ist ganz interessant zu beobachten. Aber nochmal, die Präsenz ist unverzichtbar für Forschung und für Lehre. Die Spielräume, die wir haben, sind begrenzt. Es gelten ja ein paar Grundregeln und gerade auch wenn wir die aktuellen Zahlen, die Corona-Zahlen uns anschauen,
glaube ich, auf absehbare Zeit werden wir die Abstandsregel einhalten, die Hygienevorschriften befolgen und es wird weiterhin eine Maskenpflicht bestehen. Und dadurch werden unsere Spielräume, die wir haben, begrenzt, ganz eindeutig begrenzt. An den meisten Universitäten wird es so sein, dass ein Fünftel oder ein Viertel der Studierenden wieder präsent studieren kann. Die anderen müssen weiterhin eine Online-Lehre machen oder man muss Schichtdienst machen oder was auch immer. Also die äußeren Rahmenbedingungen hängen ein und es wird im Wintersemester eben auch so bleiben. Digitales Lehren und Lernen stand auch in der Öffentlichkeit im vergangenen Semester. Wie ging es aber eigentlich den Forschenden? Ja, ich glaube, dass es zunächst mal eine Delle gab, auch gerade bei denen, die Experimente machen, die in Labors arbeiten. Aber wir haben ja dann sehr bald Formate gefunden, dass man unter Einhaltung der Hygieneregeln im Labor arbeiten kann. Auch da gab es zum Beispiel die Schichtdienstvariante. Die Abstandsregeln konnte doch in vielen Fällen eingehalten werden und sonst musste man eben auf den Schichtdienst ausweichen, sodass die Forschung nach so einer kurzen Delle, das waren einige Wochen, dann doch langsam wieder unter neuen Bedingungen allerdings angelaufen ist, sodass ich jetzt nicht den ganz großen Ausfall sehe, zumindest nicht in den experimentellen Fächern und ich würde das auch für die anderen Fächer so sehen. Es gibt Einschränkungen, es konnte nicht alles umgesetzt werden, das ist mir schon klar. Deswegen wird es ja auch Programme geben, innerhalb derer dann zum Beispiel Arbeitsverträge für Postdocs verlängert werden. Die DFG, das BMBF setzen solche Programme auf und da sollten wir dann auch diese Möglichkeiten nutzen im Sinne derer, die sich in ihrer Qualifikationsphase befinden und Stellenverlängerungen zum Beispiel aussprechen. Die Wissenschaft ist durch Corona auch stärker in die Öffentlichkeit geraten. Auch hier an der Universität Jena haben wir viel über Forschungsthemen, die an Corona angrenzen, berichtet. Hat sich die Wahrnehmung von Wissenschaft in der Öffentlichkeit dadurch auch verändert? Hat Wissenschaftskommunikation einen anderen Stellenwert? Ja, auch das ist eine ganz interessante Entwicklung, dass die Wissenschaft so viel Gehör gefunden hat. Das ist ein Phänomen, was mich auch zum Teil überrascht hat und ich fand das auch sehr gut. Auch gerade als Arzt fand ich es sehr bemerkenswert, wie viel man auf den Rat von Ärzten, von Epidemiologen, Mikrobiologen, Virologen und so weiter gehört hat. Das ist sehr gut. Ich bleibe aber bei meiner Einstellung, dass die Wissenschaft berät und nicht entscheidet. Gab es vielleicht manchmal Grenzüberschreitungen. Ich glaube, dass es auch manchmal Schnellschüsse gab, aber im Großen und Ganzen hat die Wissenschaft sehr gut beraten. Interessant war ja auch, dass das Phänomen, dass wir in der Wissenschaft keine ewigen Wahrheiten zu verkünden haben, dann öffentlich diskutiert wurde. Es gibt einen Wissensstand und den vermitteln wir an die Entscheider in der Politik und auf dieser Basis können sie dann entscheiden. Und der Wissensstand ändert sich und insofern gibt es noch neue Erkenntnisse und man muss den eigenen Standpunkt korrigieren. Das wurde dann zum Teil kritisch beleuchtet, aber das ist eben genau der Kern der Wissenschaft und die Zumutung, die die Wissenschaft an die Gesellschaft hat und das muss die Wissenschaft auch der Gesellschaft entsprechend erläutern, auch der Politik entsprechend erläutern. Es gab sehr gute Plattformen, MyLab zum Beispiel ist eine ausgesprochen gute Plattform, der Berliner Virologe Drosten hat einen guten Blog beim NDR gemacht. Das sind alles sehr, sehr positive Beispiele, die hoffentlich dann auch prägend sind für die weitere Zukunft, dass die Wissenschaft mehr Gehör findet im Sinne einer Beratung. Sie beschreibt, was den Sachstand des Wissens und dann kann die Politik qualifiziert ihre Entscheidungen treffen. Gehen wir von den Forschenden nochmal zu den Beschäftigten an der Universität Jena. Wir haben das Homeoffice in diesem Semester recht großzügig ausgelegt. Das zeugt auch von einem großen Vertrauen der Hochschulleitung in die Beschäftigten. Wird es mehr Homeoffice geben an der Universität? Die Prognose wäre ja, dass es mehr Homeoffice geben wird. Ich habe immer die Meinung, auch vor Corona vertreten, dass wir an einer Hochschule relativ viele Flexibilitäten haben und das betrifft auch den Arbeitsort. Das sind natürlich die verschiedenen Gruppen unterschiedlich stark betroffen.
aber es gibt eine Menge Tätigkeiten, die man auch von zu Hause aus erledigen kann und wo das ohne Einschränkungen an die Qualität und Quantität der Arbeit geht, steht aus meiner Sicht einem Homeoffice nichts entgegen. Und wir sollten diese Möglichkeiten auch in Zukunft vermehrt nutzen. Wir brauchen dazu sicher Regelungen und es bedarf einer vernünftigen Absprache innerhalb der Teams. Man muss auch mal präsent sein, es muss auch da einen Austausch im Team natürlich geben. Aber wo Homeoffice nicht zur Einschränkung des Arbeitsergebnisses führt, da sollten wir auch diese Karte durchaus in Zukunft, wenn sie gewünscht wird und auch wenn Vorgesetzte das so sehen, sollten wir diese Karte ziehen. Wie gesagt, wir brauchen da vielleicht noch ein paar Regelungen, um das dann auf Dauer zu stellen. Jetzt in der Notsituation haben wir es wirklich sehr großzügig gehandhabt. So kann es dann auch nicht weitergehen, muss man klar sagen, sondern wir brauchen dann Regeln. Wir werden uns mit dem Personalrat zusammensetzen und dann das, was wir schon an Regelungen zum Homeoffice haben, nochmal etwas erweitern und verändern und anpassen. Gibt es weitere Lehren oder Dinge, die sich aus diesem Semester in das Wintersemester übertragen lassen? Ich denke, wir haben gelernt, wie Online-Lehre funktionieren kann. Da gibt es sicher auch noch Unzulänglichkeiten, an denen man weiter arbeiten muss. Aber wir werden die Online-Lehre auch im Wintersemester natürlich im relativ großen Umfang weiterführen. Und wir sind jetzt eingeübt und es kann dann nochmal vielleicht hier und da einen Tacken besser werden. Ansonsten wird das Wintersemester eben geprägt sein durch das, was ich schon gesagt habe, durch Abstandsregeln. Insbesondere wird die Raumkapazität zusammenschnurren. Wir werden relativ wenig Präsenz haben können, ungefähr 1/5 bis 1/4. Und auch da haben wir ja Formate schon eingeübt jetzt, wie wir unsere Räume belegen. Das ist ja auch jetzt weitgehend abgeschlossen. Es gibt einen Plan für die Belegung aller Hörsäle, aller Seminarräume. Da sind wir jetzt relativ gut gerüstet und wir müssen es jetzt noch mit den Bedarfen der Fakultäten abgleichen, sodass wir dann unsere verbleibende Raumkapazität oder Personenkapazität, müsste man vielleicht besser sagen, dann auch wirklich konkret planen können. Das ist alles, glaube ich, auf einem ziemlich guten Wege. Ich möchte mal darauf hinweisen, auch gerade in den letzten Tagen ist ja die Situation wieder etwas wackeliger und instabiler geworden. Wir haben eine Zunahme der Infektionszahlen. Es kann durchaus sein, dass die zweite Welle, die nach meiner Ansicht jetzt noch nicht da ist, wiederkommt. Für den Fall müssen wir uns auch vorbereiten und wir können deswegen nicht ausschließen, dass wir wieder komplett, wie jetzt im Sommersemester, auf ein Online-Format dann umstellen müssen. Insofern ist gut, wenn die Online-Lehre möglichst vollständig auch vorbereitet ist und dann relativ schnell wieder umsetzbar ist. Was hat sich dauerhaft geändert? Was bleibt? Ja, so ganz genau wird man das nicht wissen, aber ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel bleibt, dass wir mehr Videokonferenzen machen und weniger Reisen machen, dass die digitalen Lehrformate ihren angemessenen Platz finden neben der Präsenzlehre und dass sie letzten Endes die Lehre bereichern, dass wir diese digitale Lehre als eine Erweiterung verstehen. Wir wollen ja die Laptop-Spende, die wir begonnen haben, weiterführen. Wir wollen also dauerhaft Laptops Studierenden zur Verfügung stellen. Laptops, die uns gespendet werden aufgearbeitet und dann kann man einen Laptop beantragen und bekommt ihn zur Verfügung gestellt. Über das Homeoffice haben wir auch schon geredet. Ich gehe davon aus, dass es mehr Homeoffice geben wird und das würde ich auch sehr begrüßen. Und was die Krise auch gebracht hat, ist einfach mehr eine Kommunikation. Die Kommunikation hat in der Krise ja auch eine besondere Rolle gespielt. Wir haben die Instrumente der internen Kommunikation erweitert. Wird das bleiben? Ich hoffe, dass es bleiben wird. Ich denke, dass wir da einen großen Schritt vorangekommen sind und das ist auch von außen sehr stark wahrgenommen worden, dass es hier eine intensive Kommunikation gibt, dass neue Formate aufgestellt werden. Das haben andere gesehen, haben teilweise Formate übernommen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass diese intensive Kommunikation auch nach Abebben der Krise bleibt. Hat Corona die Strategieprozesse der Universität erschwert? Erschwert schon, aber nicht grundsätzlich behindert. Einiges hat ein bisschen länger gedauert oder dauert ein bisschen länger.
zum Beispiel das Leitbild. Da haben wir aber eine Arbeitsgruppe jetzt. Es gibt eine Senatsarbeitsgruppe, die auch 2 Sitzungen hinter sich gebracht hat und die sehr weit gekommen ist. Da gibt es einen Entwurf, den ich sehr gut finde und den wir jetzt dann in der universitären Öffentlichkeit diskutieren möchten. Die AG Nachhaltigkeit, auch eine Arbeitsgruppe des Senats, hat sich nun erst zum Semesterende zusammengefunden zu ihrer konstituierenden Sitzung, aber immerhin, sie hat getagt und sie wird demnächst wieder tagen und sich dann ein Aufgabenportfolio geben. Unser Jena-Verbund, das Jena-Versum, das war jetzt ein bisschen schwierig, da mit den Partnern zusammenzutreffen und zu besprechen, wie man in Zukunft enger zusammenarbeiten kann. Aber auch da gibt es Fortschritte, was die Struktur angeht, die Governance angeht, auch die Rechtsform angeht, da sind wir weitergekommen. Und es gab auch Erfolge, die einfach gekommen sind und da war Corona nicht hinderlich. Wir sind jetzt Europäische Universität zusammen mit Partnern aus der Coimbra-Gruppe und das war ein schöner Erfolg mitten in der Krise. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen, bei Ihrem gesamten Team für die Kommunikationsarbeit im vergangenen Semester zu bedanken, die sehr erfolgreich war. Ich möchte mich aber auch bei allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich bedanken für das Besondere, das Sie geleistet haben in dieser ganz außergewöhnlichen Zeit, in dieser Krisenzeit. Jetzt kommt die Sommerpause. Ich wünsche Ihnen eine gute Sommerzeit. Ich hoffe, dass Sie den Interessen, die Sie haben, nachgehen können, dass Sie Erholung und Entspannung finden und dass wir uns dann alle gesund zum Wintersemester 2021 dann hier wieder einfinden können. Bis dahin, eine gute Zeit.